Ahoi, ihr Freunde des Schiffszwiebacks und des verwässerten Rums. Weiter geht's mit Monkey Island. Wir haben uns in der letzten Folge hart das Buch erkämpft. Und, naja, die Gnade der Gouverneurin zurückgewonnen. So, genau. Wir haben Schiff zu Schiff, Kampfstrategien. Ich kann es mir gar nicht angucken. Okay, ich hätte gedacht, ich kann da vielleicht mal reinblättern oder so, aber das geht gar nicht. Dann haben wir noch den Mopp auf dem Programm. So, mal schauen, ob wir da jetzt irgendwie rankommen. Ich meine, ich kann natürlich mal probieren einfach. Oh, ich kann mich darüber lustig machen. This book is deficient, lacking, empty. Oh, is your copy not signed? Oh, sorry. Let me fix that for you. Verdammt, sie lässt sich nicht so leicht ärgern. These tips give you good material for the next time you're pretending to be in a sea battle. Best, Kapitän Madison. Here you go, no charge. Verdammt. Yeah, thanks a lot. Sie ist auch noch schlagfertig. Sie wird mir immer unsympathischer. It's a signed copy of stupid Kapitän Madison's book. Vielleicht wird uns ja die Signatur noch irgendwie weiterhelfen. Okay. Well, it's definitely a mop. Sich heimlich mit dem Mob davon machen. I said not to touch that. You don't use someone else's mop. Why not? The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dish rag. An elegant tool for a more civilized cleaning. You cannot hope to succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own. A single, perfect instrument that you will keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your constant companion, your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Build it? The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited to the handles of mops. Carve your handle from a limb of that tree. Ein Messer haben wir. Verdammt, jetzt will ich auch einen Mob. Any questions? Wie finde ich denn den Mob-Stielbaum? How do I find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. What kind of wood is the tree? That is something you must discover for yourself. Also es ist eine innere Reise zu uns selbst und auch eine äußere zu irgendeinem irgendeinem Baum. What about the head of the mop? Oh, you have to have one, of course, but pretty much anything will do. It's mostly about the handle. Are you sure I can't just buy a mop? Yours, for example. No, you've got to make one. Trust me on this. Sollen wir jemanden trauen, der sich selbst ein paar Sterne auf sein Kochzertifikat geklebt hat? Ich weiß ja nicht. Okay, I guess I'll do it. What's wrong? You gave the story the wrong title. It should be called Mop Quest. When do we get to the piratey parts? Well, even the coolest professions involve more mopping up than you would think. It seemed crazy to me at the time, too. But don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. It's like a miniature dance party. Vielleicht können wir da ja mal ins Innere der Insel gucken, ob wir da irgendwie was finden. Ja, was an einem Mobbaum herankommen könnte.
Ansonsten haben wir ja noch das Monokel neu bekommen. Und da wollte ich auf jeden Fall mal schauen, ob ich das einsetzen kann, um die Inschrift in dem Gefängnis zu lesen. Sind wir so ein bisschen hin und her gelatscht, macht aber nichts. Denn wir wissen ja, dass hier Hey, Guybrush! Hey, kid! so eine kleine Seriennummer dran They ist. say the only real prison is the one in your head. But I think there's some writing on it, but it's too tiny to read. Mal schauen, ob das Monokel schon ausreicht. Aha. I can read the serial number. I'll write it down so I don't forget. Ah, cool. Also das hat geklappt. Wir haben ja nicht das Spezialwerkzeug gebraucht. Jetzt können wir eigentlich zu der Schlosserin gehen und uns einen Schlüssel anfertigen lassen. Hello, Mr. Brush. Hi. Jetzt war ich selber gerade ganz verwirrt, weil sie uns einfach nur Brush nennt. Das ist ein bisschen frech. Sie können uns auch einfach Guy nennen. Das wäre besser. Tell me again about how to have keys made. It's exciting. You bring me the serial number from the lock. I make the key. It's pretty straightforward. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. Okay, wahrscheinlich haben wir einen Zettel mit... Ah ja. Can you make me a key from this serial number? Sure. Good choice on the lock. These are really sturdy. It's the same kind they use over at the jail. Oh, wow. What a coincidence. I had no idea. Das war's auch schon. Zum Glück müssen wir nichts bezahlen. hey, Guybrush! Hey, kid! Okay. Word of advice, kid. Stick to the narrow straights. Otis, the authorities have reconsidered your case and decided that you should go free. I'm very grateful to the authorities and will not mention their name should any awkward questions be asked. Good luck, Wir verstehen Stan. uns. I hope you get acquitted. Oh, it's in the bag, friend, but thanks. Können wir nicht... Ich sehe gerade schon, hier ist irgendwas verschmiert. Wahrscheinlich können wir ihn nicht auf die gleiche Art und Weise befreien. Any writing that was once here has been rubbed away. Tja, verdammt Stan, du bist im falschen... Jail is like a bad breakfast. Small. Most of this serial number has been rubbed off. Ja. Wir können dich leider nicht auf die gleiche Art und Weise befreien. Es geht Darn nicht zu... it! I've been trying to inventory the spiders, but they keep eating each other, and I have to start over. Es geht nicht No zufälligerweise thanks. der I'm gleiche about to be Schlüssel. acquitted. Escaping looks bad. Ah, okay. Na ja gut, er kann sich, er meint, er wird freigesprochen. Das heißt, wir müssen ihm gar nicht unbedingt helfen. Okay. Dann schauen wir doch mal, ob wir ins hintere Teil, also in den hinteren Teil der Insel kommen. Und wir machen uns auf die Suche nach dem Mobbaum. Hier sind wir beim Ausguck. So, was haben wir denn hier noch? Gehen wir mal in den Wald. Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Vielleicht kann uns da Maps and More weiterhelfen. Oh, I used to love these when I was 6. Museum für Piratenkunde. Hi there. Welcome to the Mêlée Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. I also edit the Pirate Times newsletter. Here, take my business card. Thanks? The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Mêlée Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. Hier voll geil. Und die Hälfte weggebrannt. Eye Gucken wir uns patch mal worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. What's the story with the wanted poster?
That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You can tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive. I got it from a collector on Fat Island. Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy #1 on Fat Island at the time. I stuck Kate's picture on there so she'd get thrown in jail. That would never work. Nobody's that clueless in real life. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. Wir kennen die Wahrheit. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. It's a working parrot. I shouldn't bother it. What was this cinder you've got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter written by Elaine Marley while she was governor of the island. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. That's me! It was a really touching letter. Unfortunately, I put the candle too close to it. What did it say? Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it, but it was touching. Thanks a lot. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the dread pirate Meat Hook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here, on Mêlée. That's a nice coffin. The one with the oar, yeah. The coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town. But I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. Das ist ein Museum über uns. Voll schön, dass hier so alte Sachen drin hängen. Kaum museumstauglich. What's the significance of the peg leg? That belonged to the infamous Peg Leg Patty. She used to hide a spare cutlass in it, in case of capture. Sadly, that's the reason she's no longer with us. Okay, wir gucken hier einfach mal ein bisschen weiter. There's some very tiny writing on it. Weil wir haben ein Monokel, wahrscheinlich klappt das hier nicht. Vielleicht ist es, vielleicht brauchen wir dazu irgendwie wirklich das Werkzeug. Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Mist. Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the Mêlée jail many years ago, after an incident where like 20 pirates escaped. Hey, I did that. I had to keep pouring the grog from mug to mug because it was melting them. I had an armload of mugs, and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Substantiate? You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts. Das ist die Nachricht, die LeChuck hinterlassen hat, als er Elaine entführt hat. How on earth do you have that note? Oh yeah, that's very interesting. That was found tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. This is absurd. It's like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so great about this museum. Everyone makes their own connections with the exhibits, and it's highly personal and different for everyone. That's not what I'm trying to say at all. That's okay. You don't need to say anything. Just listen to what the exhibits tell you. Fine. Das ist irgendwie echt ein bisschen gemein. Werden wir je ein berühmter Pirat werden? Werden unsere Taten irgendwann mal
geschätzt werden. Hier ist ein Lagerraum. Papageien. It's cracker mix. Some assembly required. Die klauen wir uns. Hier ist eine Quizkarte, die müssen wir uns gleich auch mal angucken. Beziehungsweise das machen wir mal jetzt. Wir haben ja noch 2 andere gekriegt. So. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich die nur schaffe. Weil... Die anderen Spiele sind schon so lange her, dass ich die gezockt habe. Die Mad Monkey war... Tada! Okay, und wir haben hier noch... Was ist in einen Baum am Strand von Monkey Island geschnitzt? Das weiß ich nicht mehr. LOL bestimmt nicht. Guybrush plus Elaine? Schuldschein, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich lasse es zu. Vielleicht kommen wir nochmal zurück nach Monkey Island. Vielleicht sehen wir ja nochmal den Baum. Naja, also das hier würde auf jeden Fall vor Skorbut helfen. Aber jetzt ist sie weg. Eigentlich wollte ich Limetten nehmen. Warum habe ich es nicht getan? Was befindet sich neben einer Sackgasse auf Terror Island? Okay. Beziehungsweise... Das ist sowieso von dem aktuellen Spiel, ne? Das ist gar nicht nur von den alten. Also ich dachte irgendwie, es wären die alten Spiele, weil, weil die erste Karte, da wusste man dann noch so aus dem Gedächtnis, ja klar, da hinten ist die Küche. Aber wahrscheinlich ist das alles von dem aktuellen Spiel. Das heißt, wir machen das noch gar nicht. Wenn wir jetzt nochmal eine Karte finden, die wir nicht wissen. Es waren bestimmt Limetten, verdammt. Jetzt ist eine Karte weg. That map looks familiar. That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. You should think about hiring a research assistant. Oh, I did. Unpaid, of course. Intern. Okay, wir haben hier zumindest das Papageienfutter her. It doesn't fit. What? Is something wrong? Well, I was just wiping a smudge off the glass. Oh, all right. Kannst du mal probieren. But be careful. Guard parrots are attack trained. Also für ihn hätten wir ja als Ablenkung das Papageienfutter. Especially fortified for the healthy parrot diet. Aber wir haben halt noch keinen Schlüssel. Kann ich mit der Feder das Schloss irgendwie aufmachen? Nein, das geht nicht. Okay, wir brauchen irgendwie die bessere Lupe, Tell me again about the hook. That once belonged to the dread pirate Meat Hook. Wir brauchen irgendwie dann doch das Vergrößerungsglas anscheinend. I used to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. I think they're illegal now. Kommen wir hier hinten noch weiter? Okay, anscheinend nicht. So, was haben wir hier denn noch? This was where the fantastic Flying Fettuccine Brothers circus used to be. Nothing left but old tentpole holes. Wow, I could have had a totally different future if I'd stayed with them. Da waren wir die menschliche Kanonenkugel. So, dann gehen wir mal zur Werft. Wow, it's worse than I imagined. Ach krass, ja, das ist total zerfallen. War mal von Stan. The
The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. Eine Sammelklage. Er hat sich unbeliebt gemacht, unser Stan. Gibt's hier noch irgendwas zu finden? I remember when these torches lit up Stan's previously owned vessels like a carnival. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. Seltsame Masse. It's a dried up old sea sponge. It's bone dry. I guess Stan hasn't washed a ship in a while. Vielleicht können wir den ja für unsere Mob benutzen. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. This used to be such a bright, cheery place. Hier gibt es anscheinend nicht mehr. Ich kann den Mond anstarren. It always looks bigger on this side of the island. Tja, mehr gibt's hier anscheinend gar nicht. Naja, wenn Stan vielleicht freigelassen wird, vielleicht ist dann hier ein bisschen mehr Leben. I remember when this place used to be wall to wall with sword training gyms. Now there's nothing but trees. Progress. Tja, viel mehr gibt es hier nicht. Eventuell kriegen wir ja noch einen Ort, wenn wir in den Wald können, wofür wir die Karte brauchen. I could stare at this forever, but that wouldn't be much fun for you. Gehen wir doch mal zu Maps and More und schauen wir mal, ob er zufällig eine Karte hätte. Re-elect Governor Carla. She's keen on bluntness. Ah, hier steht das auch genau nochmal mit der Leitenden. Okay. Hier einfach nochmal so ein bisschen. Hey, Wally. I'm looking for a tree to make a stupid mop from. Have you got a map for that? So the cook has sent you on one of his spiritual journeys? Been a while since I made one of those mop tree maps. What kind of tree is it again? I don't know. A wood one? That's okay. Just bring me a sliver of the wood and I can work it out from there. I'm that good. Okay. Bye. Okay, wir brauchen irgendwoher diesen Holzsplitter. Hast du uns was Neues zu erzählen, When they Crazy get Cat close Lady? to finding it, suddenly they are gone. Ah, nicht wirklich. Aha, hier ist eine Quizkarte. It seems to be stuck closed. Kann man hiermit irgendwas machen? This key doesn't fit. Das geht nicht. Kann man irgendwie diese Schnur entwirren? It's good for relieving stress. Okay. This has gotten me out of a lot of scrapes over the years. Pirate Times, editor Conrad Lee, ready to publish your unrecognized genius. Ah, schau mal an. That never ends well for the knife. Ach, schade. Ich hab gedacht, ich krieg's auf. It seems to be stuck closed. Schade, ich hab gedacht, ich krieg die Tür auf mit dem Messer.
Welcome back. Hello. Hello again. Can I get another key made? Sure. Just write down the serial number and give it to me. Wie komme ich an ihr Werkzeug? Ich kann auch noch mal probieren, das Papageienfutter dem hier zu geben. It doesn't seem interested. Ah, Mist. Oh, I'd really like some crackers. Hands off. Those are my last crackers. What's this key? That one's for making a quick exit from somewhere you're trapped. Come on. Can I please try your key grinder? Seriously, I don't much care if you grind off a finger. But I don't want to have to clean up afterwards. Wir machen auch sauber. Wir sind gerade dabei, uns einen Mob zusammenzustellen. Come on. Can I please try your key grinder? Seriously, I don't much care if you grind off a finger. But I don't want to have to clean up afterwards. Wir könnten dir den Schwamm geben. Dann ist das Saubermachen dahinterher nicht so schlimm. What more can you tell me about the golden keys? Not much. I was just a kid, and mysteries have never been my thing. Too messy. I see everyone in that portrait has lovely locks. If you have to make a pun, at least make a good one. Hier weiß ich irgendwie nicht so genau, wie ich hier weiterkommen soll. Also wie ich vielleicht ihr Werkzeug kriege. Hello again. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. Habe ich irgendwas, was sie interessieren könnte? Ob das interessant wäre für den Piratenladen? I found some cracker mix. You could bake fresh crackers in your furnace. Thanks. The ones on the plate were getting a bit stale. Take some if you want. Don't mind if I do. Okay, nice, wir haben Cracker. Okay, das heißt, wir können irgendwie mit Papageien interagieren, aber wir kriegen das Schloss halt trotzdem nicht auf. I've got enough to last me. It already looks well fed. Okay, und wir brauchen auf jeden Fall einen Holzsplitter. Wir brauchen einen Holzsplitter. Wir müssen gucken, wie wir die Seriennummer lesen können. Ich glaube, ich probiere jetzt nochmal als letzte Schandtat aus, dem Piratentypen im Museum das Buch zu geben. Und ich schaue einmal hier kurz rein, ob ich hier nicht zufälligerweise irgendwie einen Holzsplitter sehe. Vielleicht kann sie uns ja auch weiterhelfen. Nachdem wir gekämpft haben. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. So, hier gibt es Voodoo-Tricks. Die endlose Geschichte der Reise, die nicht enden wollte. Das große Buch der Schatzkarten. Zutaten? Die Autobiografie von John Laney. Thanks a lot. Thanks for returning my book. Can I borrow this book? Fine, fine. Ist das andere jetzt automatisch weg? Anscheinend. Note to the reader. No disguised secrets are revealed in this book. Eine Planänderung. Ich gehe nochmal gerade zurück. Ich
Ich muss noch mal ganz kurz in die Scum-Bar. Vielleicht kriegen wir auch einen Holzsplitter irgendwo anders her, ne? Nicht unbedingt irgendwie im Wald. Wissen wir ja nicht, wissen wir nicht. So, wie heißen die 3 Gesichter hier nochmal? Note to the reader. No disguised secrets are revealed in this book. Are you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Yes. Also ich weiß nur, sie ist die Madison, aber ich habe den Namen jetzt von den anderen beiden gerade ein bisschen vergessen. Okay, geben kann ich das nicht. Nice and hot. Wonder how long I could stand here before bursting into flames. The food is more exciting when you can smell the risk. Pleasantly scorching hot. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. Kann ich da vielleicht so ein bisschen was abschnitzen? Nee, das geht nicht. Okay, dann gehen wir als nächstes nochmal in das Museum und gucken mal, I'm was gonna find the da secret of Monkey geht. Island. It'll turn out to be a t-shirt or something. Ist hier noch eine Sammelkarte? Jahre. Nee. Wobei wir jetzt das Buch ausgetauscht haben, ne? Das sieht aus wie ein großer Holzsplitter. Oh, Le clever. Chip. I hope this isn't one of those party cruises. Hier ist eine Quizkarte. Say what you want about my evil, horrible nemesis LeChuck, but he does know how to stock a ship. Looks like this is going to be a long journey. Okay, nichts, was uns hier gerade weiterbringt. Hey, watch it! Okay. Hi again. Oh, those new pirate leaders are real jerks. They laughed at me, and they won't fund my expedition. Why didn't you warn me? Would you have listened? Of course. Okay, no, probably not. Ich will mein altes signiertes Buch zurück. Can I borrow this book? Fine, fine. So. Okay, so und in der nächsten Folge gehen wir jetzt zu dem Piratenmuseum und gucken mal, ob wir da was mit dem Buch anfangen können, ob wir da schon was mit den Crackern anfangen können, aber wir können ja eigentlich die Seriennummer da noch nicht lesen. Mal schauen, was sich da ergibt. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und du bist in der nächsten Folge auch wieder am Start. Bis dahin, lass es dir gut gehen. Tschüss.